Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Und heute machen wir unser Testfazit aus den Erkenntnissen der letzten 7 bis 10 Tage. Will ich euch einmal zusammenfassen, was mich begeistert hat an diesen Kopfhörern und was mich auch, ich will fast sagen, erschreckt zurückgelassen hat. Und dabei sprechen wir nicht über die Qualitätsprobleme, weswegen die Buds 3 Pro gerade nicht ausgeliefert werden. Viel Spaß mit dem Video. Ja, los geht's mit dem Kapitel Optik, Haptik und Verarbeitung und damit, ja, einem der Unterschiede natürlich zu den Vorgängern. Wir haben einen optisch komplett neuen Ansatz, sowohl vom Gehäuse her als auch von den Ohrhörern selber. Die Verarbeitung des Gehäuses zum Beispiel ist aus meiner Sicht nicht so hochwertig wie bei den Vorgängern. Ich sage nicht, es ist billig verarbeitet, aber es ist nicht so hochwertig verarbeitet wie bei den Vorgängern. Gerade diese Hülle oben, das knarzt ein bisschen und so weiter und so fort. Fingerabdrücke gehen nicht drauf, das ist auch okay und das würde ich tatsächlich auch erwarten in der Preisklasse. Auch das magnetische Einrasten hier der Ohrhörer, das funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Diese blauen und orangen Zeichen zeigen euch ja auch an, wo welcher Ohrhörer reingehört. Auch das natürlich ein großer Vorteil, wenn man da durcheinander kommt. Jetzt kommen wir aber zum Ohrhörer selber. Und da muss ich persönlich sagen, diese neue Form gefällt mir nicht so gut. Das ist aber reine Geschmackssache. Wir haben ein Qualitätsproblem, weswegen Samsung gerade auch die Buds 3 Pro nicht ausliefert. Das sind diese Aufsätze hier, die wohl scheinbar sehr schnell reißen. Bei mir sind sie nicht gerissen. Aber, und ganz großes Aber, die Verarbeitung von diesen Kopfhörern ist vielleicht gut, aber das Plastik, welches verwendet wurde, fühlt sich so mega billig an. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie irgendjemand bei Samsung auf die Idee gekommen ist, so ein Plastik zu verwenden. Und ich wundere mich auch, dass das im Internet bisher kaum jemand anspricht. Die Verarbeitung ist vielleicht okay, weil da keine scharfen Kanten sind und so weiter und so fort. Aber das Plastik fühlt sich wirklich super billig an. Und das bei dem Preis, das finde ich echt nicht in Ordnung. Gut, machen wir weiter mit dem Thema Akku und Akkulaufzeit. Erstmal grundsätzlich, ihr könnt das Ding ja über USB-C laden, das dürfte, denke ich, klar sein. Drahtlos laden funktioniert auch. Wir haben sowohl einen Akku im Gehäuse als auch in den Ohrhörern selber, auch das dürfte, denke ich, klar sein. Vom Grundsatz her ist es so, dass angegeben ist, dass man bis zu 7 Stunden ohne ANC auskommt, bis zu 6 Stunden mit ANC. Da bin ich tatsächlich nicht ganz dran gekommen. Jeweils eine Stunde drunter, also 5 und 6 Stunden waren ungefähr meine Werte. Gleiches gilt auch für die Gesamtlaufzeit dann mit dem Gehäuse, weil das Gehäuse hat ja quasi nochmal zusätzliche Akkukapazität, sprich, wenn ihr die Ohrhörer ins Gehäuse legt, könnt ihr ja nochmal nachladen. Das ist mit 23 Stunden und 20 Stunden angegeben. Da habe ich auch tatsächlich deutlich drunter gelegen, zumindest aus meiner Sicht. 10% finde ich deutlich, denn ich bin da nur auf 18 Stunden und auf knapp über 20 Stunden gekommen. Also insofern die Akkulaufzeit für mich persönlich okay, aber nicht ganz so gut, wie der Hersteller sie angegeben hat, wobei das ja auch immer Laborbedingungen sind. Ja, kommen wir zum Thema ANC und Umgebungsgeräusche. Da ist es so, dass das bei den Buds 2 Pro ja schon tatsächlich ein sehr, sehr guter Modus gewesen ist, der gut funktioniert hat und so weiter und so fort. Auch da habe ich schon gesagt, denkt dran, dass die Abdichtung richtig sein muss, wird in diesem Video noch öfter vorkommen. Sucht die richtigen Aufsätze aus, das ist aus meiner Sicht elementar, damit ihr die Kopfhörer genießen könnt. Vom Grundsatz her ist jetzt auch noch Galaxy AI mit an Bord, um das ganze Thema Geräuschekontrolle und so weiter und so fort mit zu verarbeiten. Und deswegen muss ich persönlich sagen, das ANC bei den Buds 3 Pro ist sehr gut, aber nicht besser als bei den Vorgängern. Ich würde sagen, ein bisschen schlechter sogar, was vielleicht noch an der unzureichenden Software von Galaxy AI liegt, die da ja mitarbeiten soll. Ich hatte mir aber tatsächlich etwas mehr versprochen, um ganz ehrlich zu sein, denn wenn groß angekündigt wird, da ist AI mit im Spiel, erwarte ich halt auch, dass es noch deutlich besser ist als beim Vorgänger. Das habe ich jetzt nicht feststellen können, wenngleich das Ganze auch schon auf einem sehr hohen Niveau ist und definitiv sehr gut ist. Ja, den Sound schaue ich mir ja immer mit meinen Referenzsongs an, die seht ihr hier auf der linken Seite. Damit höre ich einmal das gesamte Portfolio an Songs durch und habe damit so einen kleinen Eindruck vom Sound der Kopfhörer bzw. Ohrhörer. Ist natürlich immer subjektiv, nicht objektiv. Ich habe kein Messlabor oder ähnliches, von daher rein subjektive Eindrücke. Insgesamt muss man sagen, wenn ihr die richtige Abdeckung oder beziehungsweise den richtigen Aufsatz gewählt habt, ist der Bass wirklich sehr, sehr schön. Ich würde fast sagen, ich habe selten einen so guten Bass gehört, auch nicht bei den Vorgängern im Übrigen. Es ist aber ganz wichtig, ich sage es immer wieder, ihr müsst die richtigen Aufsätze wählen. Insgesamt ist das Klangbild ansonsten sehr rund, also im Bereich Höhen und Mitten gibt es eigentlich nichts, was es zu bemäkeln gibt, ist alles sauber und auch klar trennbar zu hören.
Insgesamt ist noch das Thema Spatial Audio bzw. 360 Grad Audio mit an Bord. Das funktioniert ja nur mit Samsung Smartphones, deswegen ist das einigen von euch vorbehalten. Aber auch das natürlich ein Feature, was ganz cool ist. Ich persönlich, obwohl ich ein Samsung Smartphone habe, mache jetzt nicht so viel Gebrauch davon. Im Bereich Bedienung bzw. Touch-Oberflächen vielleicht noch ein kurzer Kommentar dazu. In der Vergangenheit habe ich das immer abgeschaltet, weil es bei mir nie nutzbar war. Jetzt drückt ihr ja quasi auf beide Seiten, so wie ich das gerade eben gezeigt habe. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr wesentliche Verbesserung. Im Vergleich zur Vergangenheit habe ich nicht mehr so viele Fehleingaben. Ich würde fast sagen, deutlich, deutlich weniger Fehleingaben. In der Vergangenheit habt ihr ja immer nur hier einmal drauf gedrückt oder auf der anderen Seite drauf gedrückt, je nachdem, welche Serie der Buds ihr hattet. Jetzt habt ihr ja diese zusätzliche Möglichkeit hier quasi, das wirklich auch mit einem Druckgeräusch und mit einem Druckempfinden sozusagen auszuführen, funktioniert deutlich, deutlich besser. Deswegen habe ich die Touch-Bedienung jetzt erstmals bei Samsung-Ohrhörern auch eingeschaltet und auch die Lautstärkeveränderung funktioniert gut, von daher Daumen hoch. Beim Thema Halt im Ohr spielt natürlich der neue Formfaktor durchaus eine Rolle. Auch hier wichtig, egal wie der Formfaktor ist, nehmt den richtigen Aufsatz, die richtige Größe vom Aufsatz, dann sollte das im Normalfall auch passen. Es kann natürlich immer sein, dass bei Ohren das Ganze auch mal nicht passt. Bei meinen Ohren, es scheinen Standardohren zu sein, passt es immer sehr gut. Hier hinten eindrehen, vorne eindrücken, dann hält das Ganze wirklich bombenfest. Da gibt es für mich nichts zu mäkeln, ist auf dem Niveau vom Vorgänger, sprich der Formfaktor hat hier eigentlich keine große Rolle gespielt. Wenn ihr ganz extrem im Sport unterwegs seid, kann es sein, dass die sich mal lösen. Das war beim Vorgänger aber auch. Hier seht ihr nochmal den Vorgänger. Da ist das tatsächlich noch ein Ticken besser vielleicht gewesen. Aber insgesamt der Halt im Ohr aus meiner Sicht für die meisten Aktivitäten durchaus sehr positiv. Ja, jetzt kommen wir wieder auf den Formfaktor zu sprechen und zwar sehr konkret auf den Bereich Telefonie. Denn durch diesen neuen Formfaktor ist quasi das Mikrofon näher an eurem Mund. Das ist ganz logisch. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Sprachqualität, wenn ihr mit den Dingern telefoniert, im Übrigen könnt ihr euch über Galaxy AR auch Gespräche übersetzen lassen über die Ohrhörer. Richtig cooles Feature. Habe ich persönlich einmal ausprobiert, hat noch nicht so gut funktioniert, aber wird bestimmt zukünftig gut funktionieren. Ihr habt aber dann tatsächlich noch das Thema Wind. Das ist in der Vergangenheit immer ein großes Problem bei Samsung gewesen. Auch das ist etwas entschärft worden durch die Softwareseite. Da erhoffe ich mir, dass da aber noch mehr kommt durch Galaxy AI, weil da baue ich tatsächlich drauf, dass gerade im Bereich Windunterdrückung und so weiter und so fort und auch im Bereich ANC, dass da noch was kommt auf der Softwareseite. Aktuell ist das okay, Telefonie aber top, nur eben nicht bei starkem Wind. Damit sind wir bei meinem persönlichen Fazit zu den Buds 3 Pro angekommen. Und ja, ich bin unsicher, was soll ich euch jetzt sagen? Sind es extrem gute Kopfhörer, vielleicht sogar die besten Kopfhörer, die Samsung jemals herausgebracht hat? Oder sind es einfach nur sehr gute Kopfhörer oder Ohrhörer? Ich persönlich würde sagen, man muss es in zwei Dinge trennen. Also einmal den technischen Part und auch den Hardware-Part, beziehungsweise diese Haptik und Optik. Optik und Haptik sind für mich einfach nicht okay. Und damit meine ich gar nicht den Formfaktor, sondern meine die Plastikanmutung. Das ist für den Preis nicht in Ordnung, das finde ich billig, das ist mir nicht genug für diesen Preis. Technisch auf der anderen Seite sind das wirklich hervorragende Kopfhörer, die durch Galaxy AI sicherlich nochmal besser werden und in Zukunft durch Firmware-Updates versorgt werden. Muss man sagen, dass sich der Preis lohnt? Ich würde sagen, nein, mindestens mal abwarten oder ihr geht auf einen günstigeren Ohrhörer, bis die nächste Generation kommt. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.